Versuch zu verstehen, das ist die letzte Möglichkeit, sich vorzubereiten. Raus aus den Städten, Großstädten. Try to understand, this is your last chance to prepare. Get out of the great cities. Wo ist die Epidemie schneller dich zu erreichen, zu fangen? Im Land, auf dem Land oder in der Großstadt? Tell me, where it is easier for the epidemic to catch you? In the big cities or in the countryside? Wenn ein Krieg ist, welche Orte werden zuerst bombardiert? Die Städte oder die Landschaften, die Dörfer? Tell me, when a big war is going to happen, who's going to be being bombed first? The big cities or the countryside? Wo werden die Menschen sich gegenseitig hier in die Augen gehen, in die Haare gehen und sich gegenseitig hier zerfleischen wegen ein Glas Wasser, ein Stück Brot? In den Dörfern oder in den Großstädten? And tell me, who's going to go at your eyes and going to bail out them? Who's going to get at your throat for just a glass of water, for a piece of bread? In the city or in the village? Und wer beharrt bis zum letzten Moment des Gefahrs, also bis die Vulkanexplosion stattgefunden hat und immer noch Hoffnung bewahrt, es kommt Rauch, es kommt schon hier Feuer, kleine Feuerchen und es wird ja noch nicht explodiert, sagt er, und dann bleibt immer noch stehen da. Der wird verbrannt werden. And if you are still insisting that everything is going to pass, even though the volcano already erupted and small fires are burning around you, those are going to be taken down by the lava. Und du kannst Spende geben täglich, du kannst täglich beten. Da wird dir Allah nicht helfen, weil du hast das gegeben, aber du sollst auch deinen Verstand einschalten und dich bewegen und dein Ego zügeln. Dass du nicht bis zum letzten Moment hier Vergnügen haben möchtest. And even if you give alms and do your prayers daily, in that instant, you're not going to be rescued because Allah gave you an ego, gave you a body, gave you a chance to get up and move and get out. And this is your decision. Oh Allah, ich habe dir jeden Tag Spende gegeben, als ob Allah deine Spende gebraucht hätte. Ich habe jeden Tag gebetet, als ob er dein Gebet gebraucht hätte. Du hast sie gebraucht. Und jetzt verlässt du mich. Lässt du mich in Not. Ich habe dir 100-mal hier Zeichen gegeben, dass du abhauen sollst. Jetzt bist du sauer mit mir. Ich glaube nicht mehr an dich. Ja, dieser Glaube warst du nicht würdig. Der Glaube hat dich verlassen. Nicht du hast den Glauben verlassen. Oh Allah, I gave you alms, I didn't need it. I was praying 5 times a day, I didn't need that. You did it all for yourself. Now you leave me in that moment? I sent you hundreds of signs of warnings and you didn't move. You say you are faithful, but actually, that you lost faith, but actually faith lost you. So, das ist jetzt die Empfehlung des Himmels und der Beistand. Wir haben ja verlangt um ihre Hilfe und Beistand. Und sie sagen, unser Beistand ist mit denen, die sich auch hier klug verhalten. And this is a recommendation and the support of the heavens for everybody who's truly understanding. Diese Epidemie ist ein Zeichen der Barmherzigkeit und auch Warnung, damit du dich vorbereitest und dich bewegst. This epidemic is actually an act of kindness. It's a sign, it's a warning for you to start moving and to get out. Der Beistand ist da, Verlass. Beistand ist immer mit der Empfehlung. Wenn du dich an die Empfehlung des Himmels hier hältst, ist der Beistand da. Wenn nicht, kein Beistand. Ende. The support who's always accompanied with a recommendation. Once you decide to follow a recommendation, you're going to have support. If you have no recommendation, no support is going to be with you. Verlass die Städte sofort. Ihr habt noch die Möglichkeit hier wenn ihr in Deutschland lebt, in den Süden Deutschlands, hier wo mehr Landleben ist, hier Arbeit zu finden, Wohnung zu finden. Versucht das. Erstmal raus aus den Großstädten.
I tell you, leave now. Now you've got still a chance. If you're in the big cities in Germany, if you're in Germany, the recommendation is to come to the southern part of Germany. There are still lots more of countryside that's safer here. Das ist eine Warnung von Prophet Mohammad vor 1500 Jahren. Wo sollen die Leute hin, wenn dieser große Krieg kommt? In die Dörfer, in die Berge, sagte er. Er hat uns schon hier den Hinweis gegeben. And Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked, even back then, where are we supposed to run when everything is on fire, when everything is at war? He said, go to the villages, go to the mountainsides. Wo Wasser ist, where there's water, weniger Menschen sind, and fewer people, wo du überleben kannst ohne Technologie. and where you can survive without technology. Und dass du dich vorbereitest für 3 bis 6 Monate. And that you prepare for at least 3 to 6 months. Ja, was ist mit meinem Amüsement? But what about my amusement? Entertainment. Amusement. Ich wollte noch bis zum letzten Moment genossen haben. Ja, Herr Genosse. Wenn du bis zum letzten Moment wartest, wirst du was anderes genießen. I still wanted to enjoy my amusement, my entertainment, until the very, very last moment. Well, my pal, that's not happening. Raus, das ist letzte Möglichkeit. Diese Epidemie wird auch vorbeigehen, richtig. Wie viele Leute mit sich nehmen und gehen, wissen wir nicht. Aber auch das wird ein Ende haben und dann wird eine wieder alles sich öffnen. Das ist die falsche Hoffnung. Die Sonne wird scheinen, aber das wird trüge sein. Betrügen. Oh, ist nichts passiert, ist auch vorbei und das Leben geht weiter. Dann kommt es, der Donnerwetter. Get out. This is your last chance for you to follow. Even the epidemic is gonna pass over. Yes, that's true. But that's what's gonna happen then. It's gonna be just a fake illusion. You think, yeah, the sun is shining, but it's actually dull. Then everything's gonna start. Lass dich nicht täuschen von der Sonne, die erscheinen wird nach dieser Dunkelheit. Don't be fooled by the sun that's gonna shine. Das wird nur die Werbung sein. After this darkness. After this darkness, that's only advertisement. Vor dem Horror. And that's the break before the horror. Bereit dich vor und geh weg. Jetzt schon. Be prepared and leave now. Wenn du zu spät dran bist, erwarte nicht, dass Allah dir hilft. Er hat dir schon jetzt geholfen. Jetzt. Indem er dir das sagt. If you're too late, don't be disappointed because He's already helping you now. By telling you. By telling you this. O ihr Menschen, Gläubigen, jetzt für diese Zeit. Wer auf uns hört und auf unseren Großschicht, ab morgen, wir wünschen nicht, dass unsere Brüder und Schwestern hier draußen in einem Restaurant oder Dönerbude und das und dies hier isst und trinkt. O you humans, O you believers, listen to the words, listen to our words and to the words of our Grand Sheikh. From tomorrow on, we don't want you, we don't recommend you to eat outside in a dinner shop, a kebab shop or in a restaurant. Nimm wie in den alten Zeiten deine Dingskanne da, Esskanne, wie nennt man das? Henkelmann. Henkelmann, wo deine Suppe drin ist oder deine Stullen, wenn du draußen arbeiten musst. Und isst das, trink das, was du von zu Hause genommen hast. Und nicht draußen essen, trinken. Das ist verboten. Von oben. Und wer nicht sich danach hält, wir sind nicht für euch verantwortlich. Ich habe mein Sadaka gegeben. Ich habe doch meinen Bund mit dir. Du hast aber nicht auf mein Wort gehört. Nicht außerhalb essen. Trinken könntest du desinfizieren die Flasche unter, aber nicht essen. Weil die Leute könnten krank sein. From tomorrow on, just do it like in the old days. Get your old lunchbox with soup or with bread in it and leave if you have to go to work. But don't drink, don't eat. Maybe if you have to, you can drink before that you have to disinfect it before you drink, but no food. From outside. From outside.
und sei nur so lange draußen wie nötig, nie wie möglich. And only stay outside as long as you need to, not as long as possible. Wenn ihr zur Arbeit geht, Sadaka, euer Gebet machen, Sadaka geben und dann, oh Allah, beschütze mich vor allen Krankheiten. Und dann geh und versuche hier diese billige Handschuhe zu haben, nicht so anzufassen, mit niemandem hier in Berührung zu kommen und immer in der Tasche Desinfektionsflasche zu haben, immer wieder und immer wieder sehr alle halbe Stunde, eine Stunde heiße Tee trinken. And when you have to leave, before you do that, do your prayers, give alms, and if you have to leave, take those cheap gloves, latex gloves with you, so you don't have to touch everything, and no contact, no Bologna, contact of hot any tea kind. every 30 minutes or And every every hour. 30 minutes, yeah, the recommendation is also every 30 minutes, at least every hour, take a sip of hot. Also fast nonstop heiß trinken, weil die Hitze soll, heißes Wasser soll auch gegen diese Virus sein. And the recommendation is to have hot content, have a hot tea to drink because apparently the heat is destroying the virus. Morgens nüchterner Magen, Schwarzkümmelöl, 1 Esslöffel, And, kalt gepresst. and every morning on an empty stomach, have a spoonful of Black seed oil. black seed oil pressed coldly. Also so viel wie möglich zu Hause bleiben, so wenig wie möglich mit Leuten in Kontakt kommen und nicht draußen. Wir würden auch nicht empfehlen, hier frisches Brot und so weiter aus der Bäckerei, sondern vielleicht hier Backsachen, damit die das in den Ofen kommen und so. Und keine frische von den Leuten, was die gemacht haben. Wir wissen nicht, ob diese Leute krank sind oder nicht. Also nicht auch von Bäckerei. Es tut uns leid hier, dass diese Geschäfte, wir machen schlechte Werbung, darum geht es nicht. Geht Bach runter. Das ist Strafe Gottes und Warnung. So schnell kommt die Pleite. And it's also a recommendation for you not to go to the bakery shop and to buy fresh bread, but to actually either get those little breadies that are vacuumed, or to make your own bread, because you don't know who is being infected and who's not. And this is not meant as a bad advertisement for those shops, but this epidemic is to show us that the economy is going down and that some are just losing. Besser ist, dass man selber backt zu Hause, das Brot backt, das Essen kocht und selber zu Hause alles macht, was zu machen ist. Nicht bedürftig sein draußen, die frischen Sachen von draußen, nicht bedürftig sein. Und wenn du Fleisch kaufst, sowieso kommt das in den Ofen rein, das ist okay. Aber das Brot nehmen und essen nicht. And it's a recommendation for you to bake your own food and to cook your own food and to buy meat. That's okay if you put it immediately into the oven, but no freshly baked goods. Und die Kinder sollen auch hier kleine Flächen haben, nicht verschwenderisch, muss man sie belehren richtig, alle halbe Stunde hier die Hände sauber machen und nicht anfassen und sofort, wenn sie nach Hause angekommen sind, dass sie sofort die Hände waschen mit Seife. Immer an die Hygiene, und das ist Islam. Was Islam seit 1500 Jahren uns empfiehlt, müssen wir jetzt machen. And a recommendation for the small children, that every small child should have a little bottle of disinfectant, hand disinfectant with them, and every 30 minutes they should disinfect their hands. Teach them not to touch everything, and once immediately they got home, tell them to wash their hands with soap. And that's actually Islam, to tell us to be that clean. Das ist, was Islam uns empfiehlt, aber nicht wir ernst genommen haben. Jetzt müssen wir das, ob wir Muslime sind oder nicht.
Das ist alles Regeln des Islam. Hygiene. And these are the hygienic rules of Islam. And even if we didn't want to listen and didn't care to listen, now we are being forced to listen. And that's the rules, the hygienic rules of Islam. Believer or non-believer. Also Plastikhandschuhe, wenn möglich, wenn ihr im Zug seid oder so lange Fahrten habt und immer wieder Hände desinfiziert oder waschen mit Seife und dann nicht draußen essen, trinken, von zu Hause mitnehmen und auch auf die Kinder wirklich aufpassen, dass sie sich waschen und beten, Spende geben. Und unser Große empfiehlt auch hier, wer Möglichkeit hat, hier etwas zu schlachten, Opfergabe, ein Lamm, ein Schaf, ein Kuh. Das, oh Allah, akzeptiert das gegen diese Krankheit, dass ich nicht angesteckt werde und meine Familie, diese Opfergabe mit dieser Absicht, Tier schlachten lassen. Oder du kannst sagen, diese Dattel hier ein Stück oder ein Kuchen, was ich gebacken habe, schenke ich einen Armen oder gebe ich meinem Bruder als Sadaka, Spende, als Schutzmaßnahme für diese Krankheit. Also etwas spenden gegen diese Krankheit. Okay, so if you have to leave and work outside, buy those plastic gloves. If you have to take the train or not, don't stay outside too long, and don't go out, eat and drink outside. And give your alms, do your prayers, and it's also a recommendation to sacrifice, to give a sacrificial slaughter of either a small sheep, lamb, chicken, whatever you can afford, or even if it's just a date or a piece of cake that you baked, to give that as to someone poor or to a brother as a sadaqah, as a means of protection against that illness for your family, that it's not going to affect them. Und niemand von unseren Brüdern und Schwestern soll zu uns kommen und wagen uns zu fragen, hier dürfen wir da und dort Urlaub machen, 2 Tage weg, innerhalb Deutschland, nicht mal um das Haus hier darfst du Urlaub machen, nicht rausgehen. Es gibt keine Erlaubnis, das Haus zu verlassen, wenn man nicht muss. And our brothers and sisters shouldn't even dare to come and ask for support and for help, whether you can have a small vacation, even if it's just for 2 days, even if it's just inside Germany or just around the house. You're not to leave the house if it's not necessary. Das ist ein Ausnahmezustand, eine Vorbereitung für größere Ausnahmezustand. Disziplin, ein Rückzug. Wenn wir es verstehen, sind wir sogar gesegnet und kommen als Heilige raus. Das ist die gute Amen. Test run curfew. Mit Flügeln, wir können dann hier auf Wasser laufen und wie ein Vogel schweben in der Luft. So this curfew that we are setting ourselves, that state of emergency we're in, it's actually a means for us to practice discipline. And if we are getting out of it, really, this is actually a preparation for times to come where we are going to be even more into retreat. And once we've managed to finish this retreat, we might come out even as angels flying and walking on water. Sagt das nach, oh Allah, akzeptiere unsere Absicht, dass wir in Rückzug gehen, indem wir eben diese Regeln halten. Akzeptiere das als unser Rückzug in diesem heiligen Monat. Amen. And repeat after us, and oh Allah, please accept this retreat as an intention to go into retreat in this epidemic. Als unser Rückzug. As a retreat. Dass wir diese Regeln halten als unser Rückzug. Oh Allah, akzeptiere das und segne. Und beschütze uns von unserem Ego, Krankheiten unseres Egos und Krankheiten außerhalb
was uns befindet. And by keeping those rules, those recommendations, please accept that as our intention for going into retreat as a blessing, as a means of protection. Und gib uns Unterstützung, dass wir mehr beten und dich lobpreisen können. And please give us support that we can praise you more and pray more to you. Amen. Schaut, Allah hat alles Verbotene dicht gemacht. Keine Regierung hätte das machen können. Ohne Proteste. Aber schaut, kein Protest. Jeder hat Angst um sein, ihr wisst ja, was ich meine. And see, everything that's forbidden is now under lockdown. No country, no government could ever have done that. And there are not even any demonstration or protests outside because everybody is so much afraid of, well, rescuing their own. Sogar freiwillig geht man da vorbei am Puff und Suff. Weg. Even voluntarily, you would just leave the whole house and the bar behind. Möge Allah uns gutes Verständnis geben May Allah give us good understanding und gutes Gelingen auf seinem Weg. and give us good tidings and good success on Allah